Willkommen, guten Nacht. That's about all the Welcome. German I'm going to be able to Welcome. speak for Good tonight. evening. That's about all the German I know. Das ist nur das wenige Deutsch, was ich kann. I'm very excited to be here in Germany because I am German, if you can believe that. Ich bin wirklich begeistert, hier in Deutschland zu sein, denn ich bin Deutsch, ob Sie es glauben oder nicht. Many of my friends will say, well, were you adopted? And I said, no, I wasn't adopted. Und viele meiner Freunde sagen dann, du bist also adoptiert worden? Nein, ich bin nicht adoptiert My worden. father is German, Mein Vater ist Deutsch, my mother is Chinese. meine Mutter ist Chinesin. And I have been here to Germany 2 times already this year. Und ich bin in diesem Jahr schon zweimal in Deutschland gewesen. When I got a 3rd invitation, they said, well, we want you to come back to Germany, but this way we know it will be 3 times for you, so maybe that's too much Germany. Und als ich dann die 3. Einladung bekam, da hat man gesagt, naja, du bist jetzt schon zweimal in Deutschland gewesen und jetzt noch eine Einladung, vielleicht ist das zu viel Deutschland für dich. And I told them, of course I will come again because you can never have too much Germany. Und ich habe ihnen gesagt, natürlich komme ich nochmal, denn Deutschland kann man gar nicht genug bekommen. I'm very thankful to be back in the fatherland again. Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich hier in meinem Vaterland wieder sein kann. Tonight we are going to talk about something that goes beyond Germany. Wir werden heute Abend über etwas sprechen, was über Deutschlands Grenzen hinausgeht. This is something that enters into all cultures, all languages. Und das ist etwas, was alle Kulturen, alle Sprachen betrifft. Ponce de Leon searched for the fountain of youth, Ponce de Leon hat nach dem Jungbrunnen gesucht. and he did not find it. Und er hat ihn nicht gefunden. However, every one of us is still continuing the same search today. Allerdings, jeder einzelne von uns ist immer noch auf der Suche nach diesem Jungbrunnen. Except we do it in different ways. Außer dass wir es auf andere Art und Weise tun. We search in terms of medicines or in terms of remedies. Wir schauen uns im Bereich der Medizin nach irgendwelchen Heilmitteln. Perhaps if we can't live longer, we can at least look like we live longer. Wenn wir vielleicht nicht länger leben können, können wir wenigstens so aussehen, als wenn wir länger leben und jünger sind. Although the economy in the United States is very depressed right now, the one branch of medicine is not suffering at all. Obwohl wir in den USA im Moment eine Wirtschaftsdepression erleben, gibt es einen Bereich in der Medizin, wo man diesen wirtschaftlichen Rückgang überhaupt nicht merkt. Well, you may say, well, that's not true because I would never get plastic surgery. Vielleicht sagen Sie, ach, für mich trifft das überhaupt nicht zu, denn ich werde mich nie einer Schönheitsoperation unterziehen. But would you do something else? Aber vielleicht keine plastische Operation, sondern etwas anderes. Maybe dye your hair? Vielleicht das Haar färben, Maybe, I don't know, put a little makeup on? vielleicht ein bisschen Make-up auflegen. No matter who you are seeking to live longer, Egal wer Sie sind auf der Suche danach, länger zu leben. or at least appear like you're living longer. Oder zumindest so auszusehen, als wenn man länger lebt. Well, I'm a guy, I would never wear makeup or get plastic surgery. Ich bin natürlich ein Mann, natürlich mache ich keine plastische Chirurgie, lass das nicht an mir machen und ich trage auch kein Make-up. Well, maybe you're looking for the secret food to make you live longer. Aber vielleicht ist man auf der Suche nach diesem Geheimmittel, was einen länger leben lässt. All of us are seeking for something that will give us that advantage. Jeder von uns sucht nach irgendetwas, das uns diesen Vorteil bringt. And it's not because people are vain. Und People es ist are nicht, vain. und es ist nicht aus dem Grund, weil Menschen einfach nur eitel sind. I believe every one of us is looking for the fountain of youth. Ich glaube, dass jeder einzelne von uns auf der Suche nach dem Jungbrunnen ist. We want not only more quantity, but we want more quality. Wir wollen nicht nur mehr Quantität, wir wollen mehr Qualität. We want more years to our life and more life in our years. Wir wollen mehr Jahre in unserem Leben haben und mehr Leben in unseren Jahren. But unfortunately, we all seem to follow the same course. Aber leider ist es so, dass wir alle wohl diesen Weg beschreiten. In fact, if you think about it too long, you may start to become a little depressed. Tatsache ist, wenn man zu lange über diesen Alterungsprozess nachdenkt, dass man deprimiert werden kann. Is it true that we all are destined for the same end? Stimmt es, dass wir alle verdammt sind zum gleichen Schicksal? Is this all we have to look forward to? Ist das alles, auf das wir vorausschauen? If you examine the human body, you find that there are clues that we were designed to live longer. Wenn man den menschlichen Körper untersucht, dann entdeckt man, dass es Hinweise darauf gibt, dass wir tatsächlich so entworfen und geschaffen wurden, dass wir viel länger leben sollten. If you examine the human brain, Wenn man zum Beispiel das menschliche Gehirn untersucht,
Even the smartest of us, by the time we die, has only used about 5% of the capacity of our brain. Da muss man feststellen, dass selbst die Klügsten unter uns zu dem Zeitpunkt, wo wir sterben, ungefähr nur 5% der Kapazität unseres Gehirns ausgenutzt haben. Even supra-geniuses like Einstein and Schweitzer are found to have only used about 7% or 8% of their Selbst brain. wenn wir einen genialen Menschen, einen Genius wie Einstein oder Schweitzer untersuchen, dann sehen wir, dass auch diese Leute ungefähr nur 7% ihrer Gehirnkapazität ausgenutzt haben. I believe that there's a reason for that. Ich glaube, dass es dafür einen Grund gibt. We were not only designed to live longer, Wir sind nicht nur so entworfen worden, dass wir länger leben sollten, but I believe if you look at the human brain and its capacity, sondern ich glaube, dass wenn wir uns das menschliche Gehirn und seine Kapazität anschauen, it reveals a design of not only longer, dann können wir dort ein Design entdecken, dass wir nicht nur länger leben sollten, because some people may think, well, perhaps the original design was 1,000 years or 2,000 years. denn einige würden vielleicht denken, dass der ursprüngliche Entwurf war, dass wir vielleicht 1000 oder 2000 Jahre leben. If you consider that the brain not only has a very large capacity, Wenn wir nämlich darüber nachdenken, dass unser Gehirn nicht nur eine sehr hohe Kapazität hat, but it also has the capacity to increase its own memory, increase its own hard drive. sondern auch die Fähigkeit hat, diese Speicherkapazität, die es hat, die eigene Festplatte sozusagen zu erweitern noch. It has an amazing capacity not only to increase its memory, but even when it is lost half of the brain, it can compensate and regain that. Und das Gehirn hat die Fähigkeit, nicht nur die vorhandene Speicherkapazität zu erweitern, sondern wenn ein Teil dieses Gedächtnisses, dieser Kapazität verloren gegangen ist, zum Beispiel jemand die Hälfte seines Gehirns verloren hat, dass er das verloren gegangene wieder kompensieren kann und wieder erlangen kann. As a scientist and a physician, Als Wissenschaftler und Arzt, when I look at the human brain, I see that it was designed for much more. dann sehe ich, wenn ich mir das menschliche Gehirn anschaue, dass es für sehr viel mehr entworfen und geschaffen wurde. If you look at a patient of mine, Wenn Sie sich einen Patienten von mir anschauen, he had a stroke er hatte einen Schlaganfall and he came into the emergency department. und er kam in die Notfallaufnahme. And I remember talking to him and his wife. Und ich erinnere mich, wie ich mit ihm und seiner Frau gesprochen habe. And I spoke to them in Spanish, since I'm fluent in Spanish. Und ich habe mit ihnen auf Spanisch gesprochen. Ich spreche fließend Spanisch. And she interrupted me. Und sie hat mich unterbrochen, She said, "Could you please speak to my husband in English?" und hat gesagt, könnten Sie bitte mit meinem Mann Englisch sprechen? I said I would be happy to do that. Und ich sagte, kein Problem. But I noticed that your last name was from Argentina, so I spoke to you in Spanish. I Aber apologize. ich hab gesehen, dass Ihr Nachname aus Argentinien kommt und das ist der Grund, warum ich Sie Spanisch angesprochen habe. Es tut mir leid. And she said, "Oh yes, we are from Argentina. That was a good guess. Und sie sagt, ja, das stimmt, wir kommen aus Argentinien. Sie haben richtig geraten. We both are Spanish. Haben beide einen spanischen Hintergrund. But since my husband's stroke, he can no longer speak Spanish. He can only speak English." Aber seitdem mein Mann einen Schlaganfall hatte, kann er kein Spanisch mehr sprechen. Er kann nur noch Englisch sprechen. But even patients that have had a hemispherectomy or lobotomy, Aber selbst Patienten, die eine Lobotomie hatten, also wo die Hälfte des Gehirns nicht mehr funktioniert oder entfernt werden musste, even with half a brain, they are able to regain all of their capacities back, then you wouldn't know that they're missing half of a brain. diese Patienten können ihre gesamten Fähigkeiten, ihre gesamte Kapazität wiedererlangen, sodass man hinterher überhaupt nicht mehr feststellen kann, dass sie eigentlich die Hälfte des Gehirns nicht mehr besitzen. I believe the design is very clear, not just to live longer, Ich glaube, dass der Entwurf, das Design eines Menschen ganz deutlich zeigt, dass wir nicht nur länger leben sollten eigentlich, but to live forever. sondern dass wir ewig leben sollten. There are three people groups that live longer. Dann können wir sehen, in diesem Artikel wird Folgendes beschrieben. Es gibt 3 Bevölkerungsgruppen, die deutlich länger leben als andere. Is National Geographic popular here in Germany? Ist das hier bekannt, National Geographic in Deutschland? Did anyone read the article? Hat irgendjemand von Ihnen diesen Artikel gelesen? They looked at 3 different people groups. Oh, we don't have a picture right now. It'll come back, don't worry. Just keep going. Dort in diesem Artikel hat man 3 Bevölkerungsgruppen näher betrachtet. They looked at the Japanese, Einmal in Japan but not specifically any Japanese, it was Okinawans.
Und zwar nicht irgendwelche Japaner, sondern eine bestimmte Gruppe, die in Okinawa lebt. They also looked at Italians. Und dann schaute man sich Italiener an, But it wasn't just all Italians, it was Sardinians off the coast of Italy. aber nicht alle Italiener, sondern eine ganz bestimmte Bevölkerungsgruppe, nämlich Sardinier, die nicht auf dem Festland leben. And then they looked at one more group that we'll learn about in just a moment. Und dann schaute man sich eine dritte Gruppe an, die wir später auch noch betrachten werden. Let's start off in Okinawa, Japan. Wir starten einmal in Okinawa, Japan. We find that in Okinawa, the average person lives to about 82 years. Okay. Wir stellen fest, dass in Okinawa die durchschnittliche Lebenserwartung 82 Jahre ist. And some people may say, well, 82, that doesn't seem to be very long. Und jemand mag vielleicht sagen, 82, das scheint nicht besonders beeindruckend oder lang zu But when you sein. consider that the average is 79, that's highly significant. Aber 79. Aber wenn man daneben betrachtet, dass das Durchschnittsalter in den USA 79 ist, Germany may be a little bit better. dann ist das doch beachtlich. In Deutschland ist vielleicht die Lebenserwartung ein bisschen besser. Men live an average of 78 years and women 86. Also in Okinawa leben Frauen im Schnitt 86 Jahre und die Männer haben eine Lebenserwartung von 78. And that's because they have 80% less of the number one killer, which is heart disease. Und der Grund für diese Langlebigkeit ist, dass sie 80% weniger Vorkommen haben von dem Nummer 1 Killer und das ist die Herz-Kreislauf-Erkrankung. But they also have a lot less cancer as well. Aber wenn wir Krebs betrachten, haben sie auch in diesem Bereich sehr viel weniger Krebs als der Rest der Bevölkerung. They have roughly 1/4 of the breast and prostate cancer. Wenn wir jetzt Brust- und Brustkrebs anschauen und Prostatakrebs, dann hat diese Bevölkerung in Okinawa ungefähr nur 1/4 der Fälle. As we look at their lifestyle, we find several factors that help them to live longer. Wenn wir uns ihren Lebensstil anschauen, dann können wir dort ganz bestimmte Faktoren entdecken, die dazu beitragen, dass sie diese höhere Lebenserwartung haben. They have a plant-based diet, Ihre Ernährung ist pflanzenbasiert and they have a word called ikigai. und es gibt dort einen Begriff Ikigai. Ikigai means the reason for which you get up in the morning. Und dieses japanische Wort bedeutet der Grund, warum ich morgens aus dem Bett steige. It is your purpose in life, Der Sinn meines Lebens, das Ziel, der Zweck meines Lebens. your mission or your motto. Mein Motto sozusagen, mein Lebensmotto, mein Auftrag, meine Mission. For Fumiyasu, who is 84 years old, Fumiyasu zum Beispiel, der 84 Jahre alt ist, his ikigai is the decathlon. da ist sein Ikigai der Zehnkampf. He's the guy you see on the front of the magazine who's standing on his head. Das ist der, den wir dort auf dem Titelblatt von National Geographic sehen, der dort einen Kopfstand macht. 84 Jahre. Any guesses as to his favorite event in the decathlon? Vielleicht möchte jemand raten, welches sein liebstes, der liebste Teil, die liebste Sportart von dem Zehnkampf ist? The pole vault Stabhochsprung. at 84. Mit 84. True. Ist wirklich wahr. We also have another factor, and most Okinawans have their own gardens. Es gibt noch einen weiteren Faktoren, dass nämlich die meisten Bewohner von Okinawa ihren eigenen Garten haben. They grow their own food, Das heißt, sie bauen ihre eigenen Nahrungsmittel and an. they actually eat more food, but they somehow weigh less. Und tatsächlich ist es so, dass sie mehr Nahrungsmittel zu sich nehmen, aber irgendwie wiegen sie weniger als die anderen. And the reason for that is that they have foods that are low in caloric density. Und der Grund dafür ist, dass die Nahrungsmittel, die sie zu sich nehmen, eine niedrige kalorische Dichte haben. Things like fresh vegetables, fruits, produce. Dazu gehören zum Beispiel frische Gemüse und Obst. I know that many people here in Germany grow their own food. Ich weiß, dass es hier in Deutschland auch viele gibt, die ihren eigenen Garten haben. Well, there's a lot of scary things going on right now with the origin of food and GMO, genetically modifying organisms. Und natürlich gibt es eine ganze Menge Dinge, die uns Angst machen im Moment, dass wir erkennen müssen, dass die Nahrungsmittel nicht mehr das sind, was sie mal waren, dass sie verändert wurden, dass wir genetisch manipulierte Nahrungsmittel haben und so weiter. Let me tell you, the best food you can eat is the stuff that grows in your backyard. Ich möchte Ihnen sagen, die beste Nahrung, die Sie zu sich nehmen können, ist wirklich das, was in Ihrem eigenen Gemüsegarten wächst. Because you know what went into it.
Denn sie wissen ganz genau, was dort hineingekommen So you ist. can be relieved of what's going to come out of it. Sodass sie also wirklich mit einem guten Gefühl das essen können, was aus dem Garten dort hervorkommt. And the other thing that Okinawans have is not only their own gardens, but they actually get exercise. They work their own gardens. Und der andere Punkt, der in Okinawa eine Rolle spielt, ist, dass sie nicht nur ihren eigenen Garten haben, sondern dass sie diesen Garten auch selbst bearbeiten. Das heißt, sie sind körperlich aktiv. Seriai Taguchi is 104 years old. Hier ist zum Beispiel ein Mann, Seri Toguchi, der 104 Jahre alt ist. And he not only gets great produce from his garden, but he gets exercise while he's growing it. Und er hat also nicht nur diese sehr guten Erträge aus seinem Garten, sondern während er diesen Garten bearbeitet, hat er gleichzeitig diese körperliche Aktivität. An additional blessing is that he gets sunshine as well. Und noch ein zusätzlicher Segen ist, dass er dort dann auch Sonnenschein bekommt. Have you heard of the big developments in vitamin D recently? Haben Sie gehört von den neuesten Erkenntnissen in Bezug auf Vitamin D? They have found so many of us are deficient in vitamin D. Man hat festgestellt, dass wirklich ein ganz großer Teil der Bevölkerung einen Vitamin D-Mangel hat. There have even been studies on groups of surfers who are outside all the time but are still for some reason deficient in vitamin D. Man hat also zum Beispiel auch Studien gemacht an Personen, die sehr viel surfen, auf dem Meer sind, die also sehr viel Sonnenschein bekommen und draußen an der Luft sind und hat festgestellt, dass auch diese Bevölkerungsgruppe einen Vitamin D-Mangel aufweist. How can that be? Wie ist das möglich? Well, we may learn about that a little bit later. Vielleicht hören wir darüber später noch mehr. But we'll say that vitamin D is implicated now in things like cancer, heart disease, and I just read an article last month that shows it's even related to infectious disease. Aber wir haben jetzt neueste Erkenntnisse, wo wir sehen, dass Vitamin D im Zusammenhang steht, auch mit Krankheiten wie Herzinfarkt, wie Herz-Kreislauf-Krankheiten und Krebs, Infectious und disease. auch Infektionskrankheiten im Zusammenhang stehen mit Vitamin D-Mangel. They actually drew vitamin D levels on patients admitted to the hospital with pneumonia. Man hat also bei Patienten, die mit Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert wurden, Blutuntersuchungen gemacht. And they found that those who had a low vitamin D level were much more likely to die in the hospital than those who had a normal level. Und hat da eine Verknüpfung festgestellt, dass nämlich diejenigen, die niedrige Vitamin-D-Spiegel hatten von diesen Patienten mit Lungenentzündung, dass die eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit hatten, im Krankenhaus zu sterben, wenn sie einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel So working your hatten. own garden not only gives you great food, great exercise, but you get vitamin D from the sun. Das heißt also, wenn wir unseren eigenen Garten haben, in dem wir arbeiten, kriegen wir nicht nur eine tolle Nahrung, wir haben auch körperliche Bewegung und wir haben viel Vitamin D, den wir durch den Sonnenschein bekommen. And some people say, well, I can just take a supplement. Und einige von Ihnen sagen vielleicht, na, da kann ich auch einfach nur eine Pille nehmen. It's not the same. Aber das ist nicht dasselbe. And the other question they asked Sarai is they noticed that he had these special red gloves on. Und die andere Frage, die man dann Sarai gestellt hat, ist, du hast da so ganz besondere rote Handschuhe an. And they said, well, what about the red gloves? Is that part of the longevity formula? Und sie sagten, was ist mit diesen roten Handschuhen? Ist das ein Teil dieser Langlebigkeitsformel? He said, no, they're just easy to find. Und er sagte, nein, die sind einfach für mich nur leichter zu finden, wenn sie rot sind. Another word in Okinawa is called a moai. Ein weiteres Wort in Okinawa ist Moai. And a moai is a group of people who go through life together. Und das ist ein Wort dafür, wenn eine Gruppe von Menschen gemeinsam durchs Leben geht. They help each other not just socially, but spiritually, mentally, even financially. Und diese Gruppe hilft sich untereinander, nicht nur in sozialer Sicht, sondern auch emotional, finanziell unterstützen sie sich. And they meet together regularly at least 2 or 3 times a week. Und sie treffen sich regelmäßig, mindestens 2 bis 3 Mal die Woche. The problem is, though, that there are negative things about Okinawa now. Das Problem ist allerdings, dass es in Okinawa jetzt auch negative Aspekte gibt. Although they have a tradition of longevity, Obwohl es in Okinawa diese Tradition der Langlebigkeit gibt, that tradition is fast fading müssen wir beobachten, dass diese Tradition sehr schnell am Verschwinden ist. because they have been infected by the worst of all diseases, Denn sie sind infiziert worden von der schlimmsten aller Krankheiten, the deadly golden arches. nämlich die tödlichen goldenen Bögen.
Their traditional food has undergone a change, Ihre traditionelle Nahrung hat sich verändert. and they are suffering the same diseases as the Western world. Und sie leiden unter denselben Krankheiten wie die westlichen Zivilisationen When we jetzt. go to Silanus, Sardinia, we find a shepherd named Tonino. Wenn wir dann weitergehen nach Sardinien, dann finden wir hier einen Schafhirten, Silanus. Although he is 75 years old, he is able to work from dawn to dusk without stopping. Obwohl er 75 Jahre alt ist, ist er in der Lage, von frühmorgens bis abends zu arbeiten, ohne dass es ihm was ausmacht. He's not even thinking of retirement. Er denkt noch nicht einmal daran, sich in den Ruhestand zu versetzen. The Sardinians have a tremendous commitment to physical activity. Die Sardinier sind wirklich sehr stark engagiert, wenn es um körperliche Aktivität geht. They have another commitment to the family. Und etwas anderes ist ihnen sehr wichtig im Leben, das ist die Familie. Once a week, they have their entire extended family for a giant meal. Einmal in der Woche trifft sich die gesamte größere Verwandtschaft, also die Großfamilie sozusagen, um ein gemeinsames großes Essen einzunehmen. And it is presided over by the patriarch of the family. And this one is actually 103. Und ganz oben sitzt dann der Patriarch der Familie, das Familienoberhaupt. Und hier in diesem Bild ist er 103 Jahre alt. Seeing a man reach 100 is actually very rare in most of the world. In dem größten Teil der Welt ist es wirklich sehr selten zu sehen, dass ein Mann 103 Jahre alt wird. Because who tends to live longer, men or women? Denn wer hat eigentlich die größere Lebenserwartung allgemein, Männer oder Frauen? Yes. In fact, 4 times as many women reach 100 than men in general. Tatsächlich ist es allgemein gesehen so, dass 4-mal so viele Frauen 100 Jahre alt werden als Männer. But in Sardinia, the ratio is 1-to-1. Aber in Sardinien ist das Verhältnis 1:1 für Frauen und Männer. And that may be related to some other things we're going to learn about their culture. Und das kann natürlich auch mit anderen Dingen zusammenhängen, mit ihrer Kultur, über die wir noch sprechen They werden. have a very active and outdoor life, but some people wonder if geography helps. Sie haben ein sehr aktives Leben, vor allen Dingen im Freien, aber manche fragen sich dann auch, ob die geografische Lage eine Rolle spielt. Sardinia, after all, is an island, just like Okinawa is. Denn Sardinien ist ja eine Insel, genau wie Okinawa. And most of the Sardinians live in the country. Und die meisten der Sardinier leben auf dem Land. Perhaps that has a factor with their longevity as well. Und vielleicht ist das ein Faktor, der auch mit ihrer Langlebigkeit zusammenhängt. Let's consider Giuseppe. Schauen wir uns einmal Giuseppe an. Giuseppe has the traditional Sardinian mentality. Giuseppe hat diese typische, traditionelle Mentalität der Sardinier. Although he's 85, he's active every day. Obwohl er 85 ist, ist er jeden Tag aktiv. And sometimes he was asked, well, don't you feel bad or tired some days? Und manchmal wurde er gefragt, gibt es nicht Tage, an denen du dich nicht so gut fühlst, wo du dich müde fühlst? And he said, of course I do. Und natürlich, sagt er, ist es so. And they said, well, why don't you stay home and rest? Und dann sagt sie, ja, warum gehst du denn an solchen Tagen nicht, warum bleibst du nicht einfach zu Hause und And ruhst his dich aus? answer was brilliant. He says, if I stayed at home all day, then I would be sick. Und er hat wirklich eine gute Antwort gehabt. Er sagt, wenn ich den ganzen Tag zu Hause bleiben würde, dann wäre ich erst krank. In most countries, we think if you're sick, you stay home. In den meisten Ländern denkt man doch, wenn man krank ist, dann bleibt man zu Hause. If you're tired, you don't go to work. Und wenn man müde ist, dann geht man nicht zur Arbeit. This is a different philosophy, isn't Das it? ist eine ganz andere Philosophie, nicht wahr? We can learn something from them. Wir können von ihnen etwas lernen. But they have other advantages too. Aber die Sardinier haben auch noch andere Vorteile. On Sardinia, the grapes that they grow have very special compounds in them. Die Trauben, die auf Sardinien wachsen, sind etwas ganz Besonderes. Sie enthalten ganz bestimmte Substanzen. Their white grapes and red grapes have 300% more resveratrol and quercetin than the Italian mainland. Die Trauben, die dort wachsen, sowohl die weißen als auch die blauen, haben 300% mehr ganz bestimmter Stoffe, die zu den Antioxidantien gehören. And so some people have thought that that gives them the advantage. Und es gibt Personen, die gesagt haben, das ist vielleicht der Vorteil, den sie haben. But some scientists have criticized the Sardinian advantage. Aber es gibt auch Wissenschaftler, die diesen Vorteil, diesen Vorsprung, den die Sardinier haben, kritisiert haben. When you examine the Sardinian genome, you find that 80% of their inhabitants are directly related to the first settlers of Sardinia. Wenn man das Genom der Sardinier, also den genetischen Pool der Sardinier untersucht, dann stellt man fest, dass 80% der Sardinier verwandt sind, direkt verwandt sind mit den
Ureinwohnern von So many of them Sardinien. consider Sardinia to be a genetic incubator, meaning they live a long time because the original inhabitants lived a long time. Das heißt, der genetische Pool ist relativ geschlossen. Ihre Gene sind in einem Inkubator sozusagen, sagt man im Englischen, und hatten sich über einen längeren Zeitraum nicht stark verändert. But Sardinia is losing its advantage now too. Aber dieser Vorteil, dieser Vorsprung der Sardinier geht auch verloren inzwischen. We have found that now 10% of their population is obese. Inzwischen hat man festgestellt, dass 10% der Bevölkerung in Sardinien Übergewicht hat. Now, to give you an idea, in my country, 36% of people are obese. Aber wenn man das jetzt mal mit USA vergleicht, in meinem Land sind 36% der Bevölkerung übergewichtig. So some people say, well, 10% is not bad. Also sagen vielleicht einige Leute, 10% ist dann doch gar nicht so schlecht im Vergleich. But just until about a few decades ago, their obesity rate was 0%. Aber wenn wir einige Jahrzehnte zurückgehen, damals war die Rate an Übergewicht 0. And also the criticism is that they have a small sample size, as we say in scientific literature. Ein weiterer Kritikpunkt vom wissenschaftlichen Standpunkt aus ist, dass es nur eine sehr kleine Gruppe war, die dort untersucht wurde. There's only 2,400 of them. Das heißt, es waren nur 2400 Personen, die dort leben, in diesem Dorf, die untersucht wurden. So you may ask, well, I don't live on an island. Und vielleicht stellen Sie sich jetzt selbst die Frage, ja, ich lebe ja nicht auf so einer Insel. I don't grow my own food. Ich baue mein eigenes Essen nicht an. I'm not related to anyone who lived a long time. Ich bin auch nicht verwandt mit irgendjemandem, der eine lange Lebenserwartung hatte. I live in the smoggy center of the city. Ich lebe im Zentrum einer Stadt, wo viel Umweltverschmutzung ist. Do I Smog. even have a chance to live to 100? Habe ich überhaupt eine Chance, länger zu leben? Well, absolutely you do. Auf jeden Fall. Because the last group is in Southern California, which has the worst air quality in the world. Denn die letzte Gruppe, die wir hier betrachten werden im Zusammenhang mit Langlebigkeit, lebt in Südkalifornien und dort ist die schlechteste Luftqualität der Welt überhaupt. They're from Loma Linda, California, Sie leben in Loma Linda, Kalifornien. and they live a long time. Und diese Gruppe hat eine sehr lange Lebenszeit. We find many of them don't live in the country. Und wir stellen fest, viele von ihnen leben nicht auf dem Lande. Marge Deton is here filling up her car with gas. Wir sehen hier Marge Deton und sie befüllt gerade ihr Auto mit Benzin. She's 100 years old in this picture, and she diesem- renewed her driver's license for another 5 years. Und sie ist auf diesem Bild 100 Jahre alt und sie hat gerade ihren Führerschein um 5 Jahre verlängert. Although she lives in the city, she does not live the city lifestyle or eat the city diet. Aber obwohl sie in der Stadt lebt, lebt sie keinen städtischen Lebensstil und isst auch nicht das typische städtische Essen. At 100 years old, Dr. Frank Shearer is probably the oldest water skier in the world. Und hier haben wir jemanden, Dr. Frank Shearer, der wahrscheinlich der älteste Wasserskifahrer der Welt ist. Hier ist er mit 100 Jahren auf den Wasserschienen. He is not the typical physician. Er ist kein typischer Arzt. I was just hearing from Dr. Ben Carson, who's a neurosurgeon, Ich habe gerade von Dr. Ben Carson, der Neurochirurg ist, gehört, and he studied the lifestyles of neurosurgeons. dass er den Lebensstil von Neurochirurgen untersucht hat. And his colleagues die at the age of 59 on average. Und er hat festgestellt, dass im Durchschnitt seine Kollegen mit 59 Jahren sterben. And other physicians are really not much different. Und bei den anderen Ärzten ist es nicht sehr viel anders. So how is it that Dr. Shearer lived so long? Woran liegt es also, dass Dr. Shearer hier so lange gelebt hat? Well, perhaps he's an isolated case. Vielleicht ist das nur ein Einzelfall. Well, actually, one of my professors where I went to medical school Tatsächlich, als einer meiner Professoren, als ich Medizin studiert habe, was still doing cardiothoracic surgery at age 95. hat im Alter von 95 Jahren noch Herzoperationen am offenen Herzen durchgeführt. I got to meet Dr. Wareham during my rotation in surgery. Und ich habe während meiner Rotation in der chirurgischen Abteilung you got to meet him. I got to meet him. Habe ich ihn dort kennengelernt. And another one from this group of people is 112 years old, Und Lydia Newton. eine weitere Person aus dieser langlebigen Gruppe in Loma Linda ist 112 Jahre alt. At the time of this article, she was one of the 20 oldest people in the world. Zur Zeit, als dieser Artikel geschrieben wurde in National Geographic, gehörte sie zu den 20 ältesten Menschen der Welt. And could it be just good genes?
Der Grund dafür sind das vielleicht nur Could it gute be Gene? divine intervention? Könnte es sein, dass es göttliches Eingreifen ist? The author of the article said God may or may not have anything to do with her living longer. Der Autor dieses Artikels hat gesagt, Gott mag vielleicht mit dieser Langlebigkeit, mit ihrer Langlebigkeit etwas zu tun haben oder auch nicht. However, her religion does have lots to do with it. Allerdings kann man sagen, dass definitiv ihre Religion eine Rolle spielt. These are the third group. It's the Seventh-day Adventists. Diese dritte Gruppe sind die Siebenten-Tags-Adventisten. The Seventh-day Adventists are not a small group. In fact, there are almost 20 million of them. Das ist keine kleine Gruppe, sondern es gibt von ihnen fast 20 Millionen. They don't live in the country. They oftentimes live in the city, Sie leben nicht grundsätzlich auf dem Lande, sondern leben häufig in der Stadt, although they should live in the country. obwohl sie sollten auf dem Land leben. And many of them are quite diverse. They're very diverse. They're from different races, different Okay. cultures, different backgrounds. Und sie haben sehr, sehr unterschiedliche Hintergründe. Sie kommen aus unterschiedlichen Kulturen, aus den verschiedensten Rassen, sehr unterschiedlich. They don't live on islands, Sie leben nicht auf Inseln, but their common bond is their religion and their lifestyle. aber das, was ihre Gemeinsamkeit ist, ist ihre Religion und ihr Lebensstil. To give you an idea, the average American lives to 79. Um Ihnen mal hier eine Vorstellung zu geben, der Durchschnittsamerikaner lebt 79 Jahre alt. The Ja. average age-matched control for that person, if they're a Seventh-day Adventist, lives to 89. Und wenn man jetzt eine Kontrollgruppe nimmt, die die gleichen Bedingungen hat, eines Siebentags-Adventisten, dann lebt er 10 Jahre länger. Durchschnittsalter 89. 10 extra years. Das heißt 10 extra Jahre. But not just quantity, Aber es geht nicht nur um Quantität, there's quality as well. sondern diese 10 Jahre mehr haben auch eine höhere Qualität. So if we look at these three groups together, Wenn wir uns jetzt diese 3 Gruppen gemeinsam betrachten, we find several things in common. dann können wir sehen, dass es dort gewisse Aspekte gibt, die alle 3 Gruppen haben. They eat a plant-based diet. Sie ernähren sich auf pflanzlicher Basis, They are active every day. sie sind jeden Tag aktiv, They have a strong commitment to family, sie sind stark familienorientiert and they have a strong mission or purpose in life. und in ihrem Leben gibt es eine Mission. Sie haben ein Lebensziel, einen Lebenszweck. Has anyone ever read Newsweek? Hat jemand von Ihnen schon mal Newsweek gelesen? Anyone read Newsweek? Is that common here? Ist das hier verbreitet? Newsweek has a very interesting flowchart called How to Live to be 100. In diesem Magazin gibt es ein sehr interessantes Flussdiagramm und das die Frage beantwortet, was muss ich tun, um 100 Jahre alt zu werden? Or How to Live Forever. Oder vielleicht ewig leben. And the first one begins with a common parameter, which is you are female. Und der erste Punkt auf diesem Flussdiagramm ist eine allgemeine Erkenntnis, man muss weiblich sein. But very interestingly, the second one is you are a Seventh-day Adventist. Aber der zweite Punkt, der hier genannt wird, ist sehr interessant. Ja. Ein weiterer Punkt, warum man länger lebt, man ist Siebenten-Tags-Adventist. I can promise you that Newsweek is not a Seventh-day Adventist publication. Und ich möchte Ihnen versichern, Newsweek ist keine Publikation der Siebentags-Adventisten. The president of the Adventist Church is not friends with the editor of Newsweek. Der Präsident der adventistischen Gemeinde ist nicht befreundet mit dem Herausgeber der Zeitschrift Newsweek, This is just what is found in the medical literature. sondern das ist einfach das, was Resultat der medizinischen Literatur ist. There's lots of other interesting things on this chart. I found it very intriguing that you live longer if you start formal education after age 6. Es gibt noch sehr viele andere interessante Punkte auf diesem Fließdiagramm. Was ich zum Beispiel interessant fand, ist, dass man länger lebt, wenn man den Schulbesuch später hat als mit 6 Jahren, die erste Klasse. But that may be for another lecture. Aber das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Vortrag. Anyone heard of US News and World Reports? Hat jemand von Ihnen schon mal von US News und World Report gehört? They talked about 11 habits to live to 100. Dort wurde über 11 Gewohnheiten gesprochen, die einem helfen, 100 Jahre alt zu werden. And we'll go through those right now. Und wir werden diese 11 Punkte jetzt betrachten. The first one is very simple. Der erste ist ganz simpel. It's a rhyme, in fact. Tatsächlich ist es ein Reim. Those who retire, expire. Das kann man natürlich im Deutschen nicht so übersetzen, aber diejenigen, die in Ruhestand gehen, bei denen geht's bergab. I have
Es ist das deutsche Wort. I have Verrastet. two groups of patients that I care for in the emergency department. Es gibt bei mir in der Notaufnahme 2 Gruppen von Patienten, für die ich versorgen muss. And then there are both groups of old people that I work with. Und es sind beides Gruppen von älteren Menschen, mit denen ich arbeite. One of them is my patients, Eine dieser Gruppe sind meine Patienten and the other group of them are pushing the patients around. und die andere Gruppe der alten Leute sind diejenigen, die Patienten herumschieben. But they're the same age. Aber sie beide sind im gleichen Alter. Anyone know who those are? Wissen Sie, was das für Leute sind? They're my volunteers. Das sind meine Freiwilligen, They're meine all senior Praktikanten. citizens. Das sind ältere Menschen. How is it that at the same age they are enjoying much better health? Und woran liegt es, dass sie genauso alt sind, aber sich einer viel besseren Gesundheit erfreuen? Because although they've quit their jobs, quote unquote, Denn obwohl sie nicht mehr berufstätig sind, they are still active. sind sie immer noch aktiv. They are serving others. Sie dienen anderen. And they're serving the others that are sick. Und sie dienen den anderen, die selber krank sind. There's no question that if you just quit your activity at 65, Und you're es not ist- going to live much longer. Es ist überhaupt keine Frage, dass wenn wir mit 65 mit unserer Aktivität aufhören, wenn wir uns zurückziehen, dass wir dann nicht sehr viel länger leben werden. The second one I found very intriguing. It's flossing. Der zweite Punkt dieser 11 Punkte fand ich wirklich interessant. Es bedeutet nämlich, Zahnseide zu benutzen. How many people brush their teeth every day? Wie viele von Ihnen putzen sich jeden Tag die Zähne? But how many people floss their teeth Aber every wie viele day? von Ihnen benutzen jeden Tag Zahnseide? A lot less. Interesting. Sind doch deutlich weniger. Interessant. And it's very intriguing because the author of the study on flossing says that although it was not statistically significant, he believes that even twice a day will be of benefit. Und es ist sehr interessant, dass der Autor dieser Studie, die die Zusammenhänge mit Zahnseide erforscht hat, gesagt hat, obwohl es dort keine statistische Signifikanz gibt, kann er sagen, es ist noch besser, wenn man 2-mal am Tag Zahnseide benutzt, als nur einmal. That's something simple we can all do. Und das ist doch etwas sehr Einfaches, was jeder von uns tun kann. Any thoughts as to why that helps you live longer? Anyone know? Irgendwelche Gedanken, was das mit Längerlebigkeit zu tun hat? Well, there's a thought that what happens is that when you don't floss for a long time, Der Gedanke, der dahinter steckt, ist, dass man, wenn man eine längere Zeit keine Zahnseide benutzt hat, your gums actually become inflamed. dass der Gaumen sich infiziert. And you know how you can prove that to yourself? Und wissen Sie, wie Sie sich das selbst beweisen können? What happens when you floss and you haven't flossed for a long time? Was passiert, wenn Sie Zahnseide benutzen und das lange nicht mehr gemacht haben? Your gums bleed, right? Es blutet, das Zahnfleisch blutet. That's because you've developed gingivitis. Der Grund dafür ist, dass man eine Zahnfleischentzündung, also eine Gingivitis And entwickelt when hat. those gums are inflamed, the bacteria from your mouth can enter the bloodstream. Und wenn dort das Zahnfleisch entzündet ist, dann können die Bakterien, die für diese Entzündung verantwortlich sind, in den Blutstrom übergehen. And they find that it can even inflame the blood vessels in your heart. Und man hat festgestellt, dass dadurch die Blutgefäße im Herzen sich auch entzünden können. The third step is probably the easiest thing that all of us can do. Der dritte Schritt von diesen 11 Punkten ist wahrscheinlich das Einfachste, was jeder von uns tun kann. If I were to name one natural remedy that is like the fountain of youth, it would be exercise. Wenn ich einen einzigen Punkt nur nennen sollte, der jetzt zu diesem Jungbrunnen dazu beiträgt, dann wäre es körperliche Bewegung. In fact, they've found in what's called a meta-analysis of studies on exercise, Man hat also in einer Meta-Analyse, also einer Studie, wo mehrere verglichen werden, mehrere Studien, Folgendes herausgefunden. that's a study that takes hundreds of studies and summarizes it into one study. Also eine Meta-Analyse ist, wenn Hunderte von Studien genommen werden und die Ergebnisse dieser Studie in einer einzigen Studie zusammengefasst One werden. meta-analysis that I read had an amazing conclusion. It said, for every hour you exercise, In einer Meta-Analyse, die ich gelesen habe, gab es eine ganz erstaunliche Schlussfolgerung. Dort wurde gesagt, für jede Stunde, die man sich körperlich aktiv bewegt, you can expect to live that hour over again. kann man erwarten, dass man diese Stunde nochmal lebt, also And länger then lebt. 2 or 3 hours on top of that. Und nicht nur diese eine Stunde, sondern 2 bis 3 Stunden noch extra zusätzlich. How many of you get 300 to 400% on your returns on your investments?
Wie viele von Ihnen, wenn Sie irgendwas investieren, bekommen einen Profit von 300-400%? If you do, talk to me afterwards because I want to find out how. Wenn das bei Ihnen so ist, dann sprechen Sie mich hinterher an. Ich möchte das gerne auch machen. I don't get 400% on my investments. Also die Investments, da wo ich investiere finanziell, da kriege ich nicht 400% raus. I'm actually happy to get around 12 to 30 right now, which is pretty good. Ich bin schon froh, wenn ich 12-14% bekomme, was schon relativ gut ist. But this is an investment that gives you 300 to 400%. Aber hier investieren wir in etwas, wo wir 300-400% Profit rausbekommen. And in fact, there's no risk. Und Tatsache ist ja, es gibt überhaupt kein Risiko. Once you do the exercise, you gain the benefit immediately. Das heißt, in dem Moment, wo wir körperlich aktiv sind, bekommen wir die Vorteile sofort zu spüren. The only risk is if you fall down and injure yourself. Das einzige Risiko ist, dass man vielleicht stürzt und sich verletzt. But what they found is that even moderate types of exercise are still good. Aber man hat herausgefunden, dass selbst sehr moderate Formen von körperlicher Bewegung einem wirklich gut tun. A lot of people worry and they say, oh, I can't get my heart rate high enough. Und manche machen sich Sorgen und sagen, ich kriege meine Herzschlagrate nicht hoch genug. Even small amounts of exercise are beneficial. Selbst wenn wir nur ganz geringe Mengen an körperlicher Aktivität haben, ist das für uns gut. Even if you don't get your heart rate up to a certain level. Selbst wenn wir es nicht schaffen, unseren Puls auf einen bestimmten Level zu bekommen. You can do little things that are easy. Man kann kleine Dinge machen, die einfach und leicht sind. When you go to the store, Wenn Sie in den Laden gehen, instead of looking around 5 minutes for the closest parking spot, just take the first one. anstatt dass Sie 5 Minuten rumkurven mit dem Auto auf dem Parkplatz, um den nächsten Parkplatz zum Eingang zu finden, And nehmen just Sie go- doch einfach den allerersten Parkplatz, der vorne dran Take a ist. little walk. Und ein bisschen gehen. Instead of pushing the elevator button and waiting for 5 minutes to take you one floor up, Anstatt dass man jetzt vor dem Fahrstuhl steht und drückt und 5 Minuten wartet, bis er endlich da ist, um ein Stockwerk höher zu fahren, just take the stairs. gehen Sie einfach die Treppe. It's good for you. Es ist gut für Sie. And it'll save you some time. Und es wird Sie auch Sie sparen Zeit. Not just at the moment, Nicht nur im Moment, but for your longevity. sondern in Bezug auf Ihre Langlebigkeit. Breakfast is the most important meal of the day. How many people knew that? Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Wie viele von Ihnen wussten das? However, it's also what you eat for breakfast. Aber es hängt auch davon ab, was Sie zum Frühstück essen. If you eat a fiber-rich cereal like oatmeal or muesli, Wenn Sie eine Getreidemahlzeit zu sich nehmen, die ballaststoffreich ist, wie zum Beispiel Haferflocken oder Müsli, that will regulate your blood sugar, not just for that meal, but for the entire day. dann wird dadurch Ihr Blutzuckerspiegel reguliert. Nicht nur für diese eine Mahlzeit, sondern für den ganzen restlichen Tag. And you will live longer. Und Sie werden länger leben. Number 5 is sleep. Nummer 5 ist Schlaf. And we found that you must get at least 7 or 8 hours of sleep. Und man hat herausgefunden, dass man mindestens 7 bis 8 Stunden schlafen sollte. And some people say, well, maybe I can have like a drink of whiskey before I go to sleep and I'll be able to sleep that long. Und manche Leute sagen, na, damit ich so lange schlafen kann, muss ich vorher einen Schluck Whisky trinken. But that's not the same. Aber das ist nicht das Gleiche. If you take a drug or alcohol in order to sleep, your brainwave patterns are actually different during sleep. Wenn man eine Schlaftablette nimmt oder irgendein anderes Medikament oder Alkohol trinkt, damit man besser schlafen kann, dann sind in dieser Schlafphase die Gehirnwellen anders als sonst. It is a drugged sleep and not natural sleep. Es ist kein natürlicher Schlaf mehr, sondern ein Schlaf unter Drogen sozusagen. It's a very simple way to describe. Und kann man auf sehr einfache Weise How beschreiben. many people have ever been under general anesthesia for surgery? Wer von Ihnen ist jemals mal in Narkose gewesen, Vollnarkose, weil er operiert werden musste? When you woke up from the surgery, you said, oh, I feel so refreshed. Als Sie dann aus der Narkose aufgewacht sind, haben Sie gesagt, ach, ich fühle mich so frisch. How did you feel? Oder wie haben Sie sich gefühlt? You felt awful, didn't you? Man fühlt sich doch furchtbar, oder? Even though you may have been asleep for several hours. Obwohl Sie einige Stunden sozusagen geschlafen haben, It's that you were drugged, not that you had natural sleep. war das ja kein natürlicher Schlaf, sondern dieser Schlaf war durch Drogen bewirkt. That's similar with alcohol or benzodiazepines or tranquilizers, things like that. Und ähnlich verhält es sich mit Alkohol oder mit Valium, also oder anderen Schlafmitteln und Medikamenten, die man nimmt. And we have found that not only is it good to sleep enough hours, but if you sleep earlier, it's better for you. Und man hat nicht nur herausgefunden, dass es wichtig ist, eine bestimmte Anzahl an Stunden zu schlafen, sondern dass es besser für einen ist, wenn man früher ins Bett geht als später.
the hormones that your body releases are related to your circadian rhythm. Die Hormone, die der Körper produziert, stehen im Zusammenhang mit unserem Zirkadianrhythmus, also dem Tagesrhythmus. And your circadian rhythm is dictated by the sun. Und unser Zirkadianrhythmus wird durch die Sonne bestimmt. Artificial lighting does not do the same. Und künstliches Licht ist einfach nicht das Gleiche, It has to be the sun. sondern es muss die Sonne sein. It stimulates melatonin and serotonin production. It regulates cortisol cycles. Und durch die Sonne werden also Serotoninspiegel beeinflusst, Melatonin oder auch der Cortisonspiegel, der Cortisonzyklus wird beeinflusst. Imagine what time people went to sleep before artificial lighting. Stellen Sie sich vor, als es noch kein künstliches Licht gab, wann sind die Leute um welche Uhrzeit zu Bett gegangen? They went to sleep shortly after sundown Sie sind zu Bett gegangen, kurz nachdem die Sonne untergegangen because they ist. didn't want to waste all their candles or their wood, right? Denn sie wollten ja nicht ihre ganzen Kerzen verbrauchen oder ihr Holz. And that's the same thing as far as our original design. Und genau ist Our original design. ja, und das ist genau das, wofür wir eigentlich ursprünglich geschaffen wurden. And that's why I have all our meetings here late in the evening. Say it again. That's why we have all our meetings here late in the evening. Und das ist der Grund, Just warum wir kidding. unsere Vorträge hier so spät am Abend machen. Ich scherze natürlich. We have them in the evening so you can actually come. Nein, der Grund, warum wir das abends machen, ist, dass Sie auch die Möglichkeit haben zu kommen. Number 6 Nummer 6. is to eat whole foods. Nummer 6 ist Vollkornprodukte oder Nahrungsmittel zu essen in ihrer Ganzheit. And the reason why I say whole foods is because many people ask me about supplements and vitamins. Und der Grund, warum ich das sage, ist, dass viele Leute fragen nach irgendwelchen Vitaminen oder irgendwelchen anderen Supplementen, also Ergänzungsmittel. But people will say, my supplements give me all 100% of all the vitamins and minerals per day. Have you heard people say Die that? Leute kommen dann und sagen, ich habe hier ein ganz tolles Ergänzungsmittel, da sind sämtliche Vitamine und Mineralstoffe, die ich für einen Tag brauche, drin. Haben Sie schon mal gehört, dass jemand sowas sagt? But is that true? Aber stimmt das wirklich? Well, consider in 1905, Denken wir einmal über das Jahr 1905 nach. if you had a supplement that gave you 100% of all the known vitamins and minerals, it would just be vitamin A. Wenn man damals ein Ergänzungsmittel genommen hat, wo alle bekannten Mineralstoffe und Vitamine drin gewesen wären, dann wäre es nichts mehr gewesen als nur Vitamin A. There are compounds in foods that they are discovering every day. Jeden Tag gibt es ganz bestimmte Inhaltsstoffe und Substanzen in den Nahrungsmitteln, die neu entdeckt werden. They're not even sure what some of the compounds are, let alone how much you need of it. Man weiß noch nicht mal, was diese Stoffe eigentlich sind, wofür sie da sind, geschweige denn, dass man weiß, wie viel man davon braucht. So, how much genistein do you need? Who knows? Wie viel Genastin brauche ich zum Beispiel? How many Wer weiß das? isoflavones do you need every day? How what? How many isoflavones do you need Oder every wie day? Who viel knows? Isoflavine brauche ich jeden Tag? Ne? Ja. Isoflavone, ja. Yeah, Danke. who knows? Wer weiß das wirklich? They're discovering things every day. Das heißt, jeden Tag werden neue Substanzen in den Nahrungsmitteln entdeckt. So anytime you read a label that says 100% of all vitamins and minerals, it's false because they haven't even discovered all of them yet. Also jedes Mal, wenn Sie da auf der Zutatenliste lesen, 100% aller Vitamine oder Mineralien, dann ist das eine falsche Angabe, denn man hat die ganzen Vitamine und Mineralien, die es gibt, noch gar nicht entdeckt. But then there's another issue, Aber dann ist da noch eine andere Sache. that vitamins and minerals interact with each other. Vitamine und Mineralien interagieren miteinander. A common supplement for women is iron because many of them have bleeding and things like that. Ein häufiges Ergänzungsmittel für Frauen ist Eisen, denn sie verlieren Eisen durch ihre Blutungen. But if you supplement with iron, Aber wenn man jetzt Eisen als Ergänzungsmittel gibt, your zinc absorption will go down. wird dadurch die Zinkresorption vermindert. So actually, if you get enough zinc, the receptors are lower. The absorption is lower. Das heißt, The absorption of zinc is lower if you're supplementing with iron. das heißt also, wenn ich jetzt ein Eisenzusatzprodukt nehme, dann wird dadurch die Resorption von Zink
erniedrigt. But then if you add a zinc supplement, then your copper absorption goes down. Aber wenn ich jetzt dann zusätzlich Zink nehme, passiert etwas mit meiner Kupferresorption, die geht auch wieder nach unten. And there's many other interactions that I can tell you Und es about. gibt viele, viele Interaktionen, wo sich die Mineralstoffe gegenseitig beeinflussen. But my point is that you don't always know the exact ratio of certain vitamins and minerals. Worauf es mir ankommt, ist, dass man das korrekte Verhältnis der Vitamine oder Mineralstoffe zueinander nicht wirklich genau weiß. But if you get it from your food, you get the right ratio. Aber wenn man jetzt diese Mineralstoffe in Form von Nahrungsmitteln zu sich nimmt, dann In hat man fact, immer das richtige Verhältnis. There was a study done in Europe Es gibt eine Studie, die in Europa durchgeführt wurde, on smokers. an Rauchern. And they wanted to see these smokers followed for many years Und man hat diese Raucher über viele Jahre beobachtet. and to see how much lung cancer they would develop. Und zwar wollte man sehen, wie die Rate an Lungenkrebs war, die sie And bekamen. normally in studies we have a control group and an experimental group, but this study had 3 groups. Normalerweise ist es so, dass wir eine Gruppe haben, die wir beobachten, und eine Kontrollgruppe. One was the control group, Aber in dieser Studie gab es 3 Gruppen. Man hatte also eine Kontrollgruppe and all they did was they kept smoking. und alles, was diese Gruppe gemacht hat, die haben einfach nur weiter geraucht, wie immer. And they measured how much lung cancer they developed over Und the dann hat years. man gemessen, wie viel Lungenkrebs im Laufe der Jahre aufgetreten ist in dieser Gruppe. The second group was a group that they gave food to. Und die zweite Gruppe war eine Gruppe von Menschen, denen man, they smoked also, but they gave Yes. them, die auch geraucht haben, aber denen man ganz bestimmte Nahrungsmittel gegeben hat. They gave them food that was high in antioxidants. Und zwar waren das ganz bestimmte Nahrungsmittel, die einen sehr hohen Gehalt an Antioxidantien hatten. Anyone know what the antioxidants are? Weiß irgendjemand von Ihnen, was diese Antioxidantien sind? It's very easy to remember. Ganz einfach zu merken. Just remember the word ACEs. Das Wort ACEs, also A-C, is it I or E? A-C-E and Okay. S. A-C-E-S. So ACs. vitamin A, vitamin C, vitamin E, and the S is selenium. A steht für Vitamin A, C Vitamin C, E steht für Vitamin E und S steht für Selen. But they gave them foods that were high in that, like carrots, oranges. Those are things that they gave them. Und man hat ihnen ganz bestimmte Nahrungsmittel gegeben, die also diese eben genannten Stoffe in besonders große Mengen davon hatten. Zum Beispiel Orangen oder Karotten haben eben sehr viel von diesen Vitaminen Anyone und von know Selen. a food high in selenium? Kennt irgendjemand von Ihnen ein Nahrungsmittel, was einen hohen Selengehalt hat? Yes, Brazil nuts. Who said that? Ja, Paranüsse. Wer hat das gesagt? Yes, very good. Sehr gut. Yeah, all you need is eat 2 Brazil nuts to eat all your selenium for the day. Das heißt, man braucht pro Tag nur 2 Paranüsse zu essen, um den Selenbedarf des ganzen Tages abgedeckt zu But haben. there's others too. Aber es gibt natürlich auch andere Nahrungsmittel. Now, the third group, they gave them the same amount of A, C, E, and selenium, but in the form of a supplement, in a pill. Und dann gab es eine dritte Gruppe, denen man genau die gleiche Menge an Vitamin A, C und E und Selen gegeben hat, aber nicht in Form von Nahrungsmitteln, sondern als Ergänzungsmittel, also in Form einer Pille. I'll let you guess how the study went. Und jetzt lasse ich Sie mal raten, wie die Studie ausgegangen ist. The control group, what do you think happened to them? Was passierte mit der Kontrollgruppe, die geraucht hat? Was denken Sie, was mit denen passiert ist? They got lung cancer, Die right? kriegten Lungenkrebs, nicht wahr? So the group that ate the whole foods, remember they're still smoking, Und die Gruppe, die jetzt die Nahrungsmittel, die guten Nahrungsmittel gegessen hat, und denken Sie dran, die hat ja immer noch geraucht. but do you think they got less or more lung cancer than the control group? Glauben Sie jetzt, dass die im Vergleich mit der Kontrollgruppe mehr oder weniger Lungenkrebs hatten? Yeah, they had less. Ja, sie hatten weniger Lungenkrebs. In fact, they've studied cigarettes and antioxidants, and there's a very clear correlation. Und man hat also die Verknüpfung zwischen Antioxidantien und Zigaretten studiert, und es gibt einen ganz, ganz deutlichen Zusammenhang dort. Every cigarette you smoke consumes about 10 milligrams equivalent of vitamin C. Jede einzelne Zigarette, die man raucht, verbraucht ungefähr 10 Milligramm an Vitamin C. So antioxidants combat the effects of cigarettes. Das heißt, diese Antioxidantien bekämpfen jetzt diese Auswirkungen der Zigaretten. However, there's something we do in studies called ethics. Aber es gibt bei den Studien einen Punkt, den wir mit einbeziehen, und das ist die Ethik. You have to sample your data halfway through the study or during the study. I don't get You that. have Can to say that again? sample your data before the study is finished.
You have Hallo, to gerne. look at the data. You have to Okay. examine the numbers. Das heißt, bevor eine Studie, im Verlauf der Studie, muss man sich schon die Ergebnisse anschauen und sehen, was dabei herauskommt in den einzelnen Gruppen, nicht erst am Ende. Because if your study is about death and dying and you figure something out, you have to give the advantage to everybody, right? That's what's fair. Das heißt, wenn es eine Studie ist, wo es auch um Tod geht, um Todesraten, dann muss man, und man hat bestimmte Erkenntnisse, dann muss man diese Vorteile, die man dort entdeckt hat, jedem einzelnen dieser Gruppen auch zukommen lassen. And in this case, they actually had to stop the study halfway. Und in diesem Fall war es so, dass sie, als die Studie erst halb fertig war, die Studie abbrechen mussten. Because the third group who got the pills had more death and lung cancer than the control group. Denn die dritte Gruppe, die also diese Ergänzungsmittel von A, C, E und S bekommen hat, hatte eine höhere Rate an Lungenkrebs als die Kontrollgruppe, die nur geraucht hatte. Now, I'm not saying that vitamins are evil or supplements are evil. Und ich will damit nicht sagen, dass Vitamine oder Ergänzungsmittel schlecht sind. Some studies show advantages for Sondern supplements. es gibt auch Studien, die zeigen, dass diese Ergänzungsmittel durchaus Vorteile haben. But this particular one showed a disadvantage. Aber diese ganz bestimmte Studie hat große Nachteile gezeigt. But let me tell you, there's no study that shows a disadvantage for whole organic fresh produce. Aber ich möchte Ihnen versichern, es gibt keine einzige Studie, die Nachteile zeigt, wenn man frische, biologische, gute Nahrungsmittel isst. So if you want a supplement, then juice. Wenn man also jetzt ein Ergänzungsmittel möchte, dann kann man zum Beispiel Säfte machen. The next one is be less neurotic. Der nächste Punkt, der 7. ist, seien Sie weniger neurotisch. Some people say, well, what does that mean? Und einige sagen, na, was bedeutet das? Well, the way I explain it is it's not always what you're eating, but it's what's eating you. Und ich erkläre das so, dass ich sage, es ist nicht immer nur das, was wir so essen, sondern das, was uns innerlich aufisst. Has anyone ever heard of type A personality? Hat irgendjemand von Ihnen schon mal von Alpha-Typen gehört? Type A personality has a higher risk of death. Diese Alpha-Typen, diese Typ-A-Persönlichkeiten haben ein höheres Sterberisiko. But see, a lot of the scientists are type A. Aber viele dieser Wissenschaftler sind diese Alpha-Typen. So they started studying this very carefully because they didn't want to die. Und deswegen hat das Thema sie interessiert. Sie haben das sich genau angeschaut, denn sie wollten ja nicht sterben. And they found it's not all of type A Und personality. dann haben sie herausgefunden, dass es nicht alle Alpha-Typen There's sind, only two components of Sondern- type A personality that cause premature death. sondern es sind nur 2 Komponenten eines Alpha-Typen, die dazu führen, dass man früher stirbt. Any guesses as to what those Vielleicht two können components Sie sich are? vorstellen, welche Komponenten das sind? What do you think? Welche Charakteranteile eines Alpha-Typs? Well, no. It's some people say it's being on time, and that's not it. Einige Leute sagen so, dass sie immer pünktlich sein müssen. Some people say it's Nein, was ist es leadership nicht? or Einige- ambition, and that's not it either. Einige sagen vielleicht der Ehrgeiz oder diese Führungsqualität, aber das ist es auch nicht. Some people say it's being organized. Vielleicht, dass sie so gut organisiert sind, so strukturiert? That's not it either. Nein, das ist auch nicht der Punkt. It's actually hostility Sondern um was es geht, ist Feindseligkeit and intolerance to others. und Intoleranz anderen gegenüber. It's okay for you to be on time, Es ist ganz in Ordnung, pünktlich zu sein, but my question is, how do you respond when someone else is late? aber die Frage ist, wie reagiert man, wenn jemand anders dann zu spät kommt? It's okay for you to be organized, Es ist okay, wenn man gut organisiert und strukturiert ist, but what do you do when things go wrong because someone else is disorganized? aber wie reagiert man, wenn die Dinge schieflaufen, weil jemand anders schlecht organisiert ist? Those are the things that kill you. Das sind die Dinge, die einen umbringen. In fact, they found if you have a fit of anger that only lasts for a few seconds, Man hat herausgefunden, dass wenn man so einen Wutanfall hat, der nur einige Sekunden dauert, for several hours after that, you have a 300% increased risk of cardiac death. dass man mehrere Stunden nach diesem Wutanfall dass man Yes. eine um 300% höheres Risiko hat, einen Herzinfarkt zu That's erleiden. why a classic history for a heart attack was there was an argument. Das ist der Grund dafür, dass typischerweise in der Anamnese eines Herzinfarktes vorkommt, dass kurz vor dem Herzinfarkt es einen Streit gegeben And hat. then later that night, the person dies of a heart attack. Und später an dem Abend stirbt diese Person dann am Herzinfarkt. We weren't designed for those types of emotions. Wir sind nicht geschaffen worden, diese Art von Emotionen zu haben. Number 8 in this article, Nummer 8 in diesem Artikel. I have to confess that I changed the title a little bit. Und da muss ich zugeben, dass ich den Titel etwas verändert habe. The article is written in April 2012.
Dieser Artikel wurde im April 2012 And geschrieben. it says, live like a Seventh-day Adventist. Und in diesem Artikel stand wörtlich drin, lebe wie ein But you Siebentagsadventist. can just be a Seventh-day Adventist. That's okay. Aber es ist okay, wenn man nicht wie einer lebt, sondern dann tatsächlich einer ist. Das ist okay. Like I said, if you're going to give someone a motivation, Wie ich gesagt habe, wenn man also jemanden motivieren möchte, I didn't grow up as a Seventh-day Adventist. eine Motivation geben möchte, ich bin nicht als Siebentagsadventist aufgewachsen. Most of my life, I was a non-believer. Die größten Teil meines Lebens war ich ein nichtgläubiger Mensch. I was agnostic. Ich war Agnostiker. But if someone told me, hey, how would you like to live 10 years longer? Aber wenn jemand mir sagen würde, hey, würde dir das gefallen, 10 Jahre länger zu leben, Just join this church. dann werd einfach Mitglied in dieser Kirche. I probably would have said, why not? Dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, warum nicht? And now as a scientist, Und jetzt als Wissenschaftler I really say, why not? sage ich tatsächlich, warum nicht? Because it's very clear. Denn es ist sehr deutlich, And it has nothing to do with something religious. und das hat mit etwas Religiösem gar nichts zu tun. The National Institutes of Health is a government organization. Eine Regierungsorganisation in den USA, eine staatliche Organisation, ein National Institute, das Nationalinstitut, Health. also Nationale Institut für They Gesundheit. have funded the Adventist Health Study for decades. Sie haben über Jahrzehnte die sogenannte Siebentagsadventisten-Studie finanziert. So all three of these organizations have given us some secrets to living longer. Das heißt, alle drei dieser Organisationen, Magazine haben uns einige Geheimnisse verraten, But after wie wir you länger leben können. look at all the literature, people still want to know more. Aber nachdem man sich die ganze Literatur angeschaut hat, möchte man doch So- noch mehr darüber hinaus wissen. So what was the secret? Was war also eigentlich das Geheimnis? Well, I'm going to plant a little seed in your head. Ich möchte da so ein kleines Samenkorn in Ihren Kopf setzen. Because most people say, well, is it diet? Denn die meisten Menschen fragen, ist es jetzt nun die Ernährung? Well, maybe the Seventh-day Adventists live longer because they're vegetarian. Vielleicht leben die Siebentagsadventisten länger, weil sie Vegetarier sind. Well, I'm going to be very open with you. Aber ich möchte jetzt ganz offen mit Ihnen sein. Not all Adventists are vegetarian. Nicht alle Adventisten sind Vegetarier. In fact, I've reviewed the latest Adventist Health Study. Tatsächlich habe ich mir die neueste Studie an den Siebentagsadventisten angeschaut. It is now down to 39%. Es sind nur noch 39%, die Vegetarier That sind. is the lowest percentage in the history of the Adventist Church. Das ist die niedrigste Prozentzahl in der gesamten Geschichte der Adventisten. But they still live longer. Aber sie leben immer noch länger. Also, Buddhists are vegetarian. Did you know that? Buddhisten sind zum Beispiel auch Vegetarier, wussten Sie das? But they don't live longer. Aber sie leben nicht länger. So what's going on? Was ist hier eigentlich Well, im Gange? perhaps it could be activity, Vielleicht liegt es an der körperlichen Aktivität, physical activity. Bewegung. Well, certainly that's a positive. Natürlich ist das ein positiver Punkt. But many people are very active, Aber es gibt viele Menschen, die körperlich sehr aktiv sind. but they still die. Und trotzdem sterben sie früher. You know, in fact, people have said maybe it's just genes. Und dann gibt es Leute, die haben gesagt, vielleicht sind es einfach nur die Gene. And certainly the genes are a factor. Und natürlich sind die Gene ein Faktor. But the Seventh-day Adventists come from all different races, all different cultures. Aber der Hintergrund der Siebentagsadventisten ist sehr unterschiedlich. Sie kommen von allen Gesellschaftsgruppen, von allen Gesellschaftsklassen und Rassen. So maybe it's optimism. Vielleicht liegt es am Optimismus, Maybe it's a positive attitude. einfach nur eine positive Einstellung. Well, there's many people who have positive attitudes, Es gibt viele Menschen, die diese positive Einstellung haben, but they don't live longer. aber sie haben keine höhere Well, Lebenserwartung. how about maybe it's just because they're religious, because they believe in God. Vielleicht liegt es daran, dass sie religiös sind, dass sie an Gott glauben. But, you know, maybe it's their Sabbath thing. They rest on the Sabbath, right? Vielleicht liegt es an ihrem Sabbat. Sie haben ihren Ruhetag am Sabbat. It's nice to have a break. Es ist schön, wenn man eine Pause hat. But you know, other religions rest on Sabbath. Did you know that? Aber es gibt auch andere Religionen, die am Sabbat ihren Ruhetag haben. Wussten Sie das? The Jewish people Die Juden observe zum the Beispiel. Sabbath, Die Juden halten auch den Sabbat, but they don't live longer. aber sie haben keine höhere Lebenserwartung. Well, you know, maybe because they don't smoke or they don't drink caffeine. Maybe that's the reason they live longer. Vielleicht ist der Grund, dass sie nicht rauchen, dass sie nicht trinken, dass sie kein Koffein zu sich nehmen. Ist das der Grund, dass sie länger leben? But did you know there's another religion that doesn't smoke, doesn't drink, and doesn't drink caffeine? Aber wussten Sie, dass es eine andere Religion gibt, die Who auch is it? nicht raucht, nicht trinkt, kein Koffein zu sich nimmt? Wer ist das? The Mormons. Die Mormonen. And I'm not saying
that not smoking and not drinking caffeine, I'm not saying that's bad. Und ich sage natürlich nicht, dass nicht rauchen, nicht trinken, kein Koffein zu sich nehmen irgendwie schlecht ist. But what I am saying is that the Mormons don't live longer. Aber was ich damit sagen will, die Mormonen tun das und haben trotzdem keine höhere Lebenserwartung. They're not on CNN or Oprah or Anderson Cooper getting interviewed, right? Das heißt, die Mormonen werden nicht interviewt und sind auf CNN, auch im Fernsehen oder bei Winfrey Oprah oder anderen bekannten Talkshows. And I'm not saying religion is bad, Und ich will damit nicht sagen, dass die Religion schlecht ist. but only one religion lives longer. Aber es gibt nur eine einzige Glaubensgemeinschaft, die wirklich so viel länger lebt. So a lot of people are asking the question, well, what is it? Und viele stellen sich die Frage, woran liegt es? What is the difference? Was ist der Unterschied? Well, we're going to be learning about that a little bit more. Und wir werden darüber noch ein bisschen mehr erfahren. But what I would like to start with now Aber was ich jetzt gern tun würde, is to plan in your head that the design for all of us was to live the greatest quantity and quality of life. dass Sie wirklich verstehen, dass wir so entworfen und geschaffen wurden, dass wir die bestmögliche Lebensqualität und längstmögliche Lebensspanne haben. And I believe that was a design by God himself. Und ich glaube, dass das ein Design war, was Gott selbst in uns gelegt hat. You know, many people think about God in terms of spirituality. Viele Leute stellen sich Gott so im Zusammenhang mit Spiritualität vor. Well, Tim, that's okay for heaven and everything like that, but I need to live now. Und sie sagen, ja, das, was den Himmel angeht, alles okay, aber ich muss jetzt leben. How can God help me now? Wie kann Gott mir jetzt helfen? I'm sick. Ich bin krank. I don't want to be sick. Ich will nicht krank Can sein. he help me? Kann er mir helfen? I said, yes, he can. Und ich sage, ja, er He kann wants es. you to prosper and be in health. Er möchte, dass es ihnen gut geht, dass sie gute Gesundheit haben. Not just your health, not just your spiritual health. Nicht nur ihre geistliche Gesundheit, sondern I don't- auch die körperliche. I don't believe the desire to live longer is vain. Ich glaube nicht, dass der Wunsch, länger leben zu wollen, etwas Eitles ist, I believe that it was our design sondern ich glaube, dass wir so geschaffen und entworfen wurden. because God himself has put eternity in our hearts. Denn Gott selbst hat diese Ewigkeit in unser Herz gelegt. And I pray that all of you not only enjoy physical health, Und ich bete darum, dass jeder Einzelne von ihnen nicht nur körperliche Gesundheit hat, but mental health, sondern emotional health, dass er sich auch mentaler Gesundheit, and spiritual health. emotionaler Gesundheit und geistlicher Gesundheit erfreut. Before we examine cancer and the immune system, Bevor wir das Thema Krebs und das Immunsystem betrachten, I'm going to finish our last two details from the longevity lecture. möchte ich noch auf die zwei letzten Details von dieser Liste aus unserem Thema, aus unserem gestrigen Abend über Langlebigkeit For those eingehen. of you who missed the lecture last night, these are 11 factors taken from the medical literature that U.S. News and World Reports published in 2012. Wir haben hier eine Veröffentlichung von US News and World Report, der im Jahre 2011 oder 12? 2012. Im Jahre 2012 veröffentlicht wurde. Und zwar ist es eine Zusammenfassung von verschiedenen Studien von der Literatur, der medizinischen Literatur, was hier gut ist für Langlebigkeit, welche Faktoren berücksichtigt werden sollten. We talked about these already, and the 10th one is to have regular social contact. Wir haben über den Punkt 9 vorhin schon gesprochen in unserem Frageteil. Und der 10. Punkt ist, dass es wichtig ist, dass wir soziale Kontakte pflegen. Does anyone remember the Moai from Okinawa? Erinnern Sie sich an dieses Moai aus Okinawa? What is that? Was bedeutet das Wort? It's a social network, right? Das war dieses soziale Netzwerk, dieser Geselligkeitsverein. And we're not talking about Facebook. Und es geht nicht um Facebook, This has to be in-person contact for you to get the benefit. sondern der Vorteil, den man aus so einem sozialen Kontakt hat, der muss Gesicht zu Gesicht sein, also wirklich mit einem realen Gegenüber. You have to have regular, direct contact at least 2 or 3 times a week. Das heißt, man muss mindestens 2 bis 3 Mal die Woche einen direkten sozialen Kontakt haben, auf regelmäßiger Basis. And there's a lot of benefit to this social contact. Und es gibt eine ganze Menge Vorteile, die aus diesen sozialen Kontakten entstehen. And some people kind of laugh at me because there's always people in my house.
Und manche Leute lachen schon über mich, weil da in meiner Wohnung, in meinem Haus es immer Leute gibt, die irgendwie da sind. There's always someone in the guest room. Like every month there's someone in the guest room. Also das Gästezimmer ist ständig belegt, mindestens einmal im Monat. But I love friends. I love to have people over. Aber ich liebe es, Freunde zu haben. Ich liebe es, wenn Menschen um mich herum sind. In fact, we had the GYC convention in Seattle last year, if you remember. Im letzten Jahr, vielleicht, wenn Sie sich erinnern, hatten wir einen Kongress, GYC, in Seattle, da wo ich wohne. I had 32 people staying overnight in my house during the convention. Und während dieses Kongresses haben in meinem Haus 32 Leute übernachtet. And I want you to know that about 5 of them were from Germany. Und ich möchte, dass Sie wissen, 5 von ihnen kamen aus Deutschland. And they were from other countries too. Und natürlich auch aus anderen I think Ländern. we had an Austrian delegation and other people from different Und countries. ich glaube, wir hatten auch eine Delegation aus Österreich und so einige andere Länder. I thought it was a great time. Und ich habe diese Zeit wirklich sehr genossen. You never knew who was going to show up on the floor from night to night. Weil es war immer eine Überraschung, wer da von Nacht zu Nacht da auf meinem Fußboden geschlafen hat. But this topic right here is contact on a regular, ongoing basis. Aber das, was hier unter Punkt 10 gemeint ist, das ist also ein sozialer Kontakt, der auf regelmäßiger Basis über einen längeren Zeitraum stattfindet. In fact, there's been recent studies about maintaining contact with your siblings. Es gibt sogar Studien, die in letzter Zeit herausgekommen sind, die sich mit den Kontakten, die man zu seinen Geschwistern hat, befassen. Anyone have sisters? Gibt es irgendjemanden hier, der Geschwister hat, Schwestern hat? Or just sisters? Sisters. Schwestern. There was recent literature that shows that if you maintain regular contact with your sister, you have a lower lifetime incidence of depression. Man hat also festgestellt in einer kürzlichen Studie, dass wenn man regelmäßigen Kontakt hat mit seiner Schwester, dass diejenigen eine niedrige Krankheitsrate von Depressionen haben, diese So Personen. be nice to your sister. Das heißt, seien Sie nett zu Ihrer Schwester. She'll keep you living longer. Das heißt, sie sorgt dafür, dass Sie ein längeres Leben haben. Now, I don't know why the study didn't work out for brothers. Sorry. Ich habe keine Ahnung, warum diese Studie also bei Brüdern nicht funktioniert hat. Tut mir leid. I don't know, maybe sisters are better listeners or something like that. Vielleicht hat es irgendwie damit zu tun, dass Schwestern bessere Zuhörer sind oder irgendetwas in die Richtung. But there's a big benefit for keeping in contact with your family. Aber es gibt jedenfalls wirkliche Vorteile, wenn man Kontakt zu seiner Familie hält. The last one was based on the longest prospective study ever published. Die letzte Erkenntnis hier unter Punkt 11 basierte auf der längsten Prospektivstudie, die jemals gemacht wurde. They followed children for several decades Man hat also Kinder beobachtet über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten, to see what character trait was associated with longevity. um zu sehen, welche Charaktereigenschaften assoziiert waren mit Langlebigkeit. And I was surprised to find out that it was conscientiousness. Und ich war sehr überrascht darüber, dass es was mit Gewissenhaftigkeit, mit Pflichtbewusstsein zu tun hat. Now, the book tried to say that the children were conscientious to keep their doctor's appointments, but I'm not going to give myself that much credit. Also das Buch hat gesagt, dass es nur der Zusammenhang nur der war, dass die Kinder eben gewissenhaft und pflichtbewusst waren, die Termine, die sie beim Arzt hatten, regelmäßig einzuhalten. But I believe it's much more than that. Aber ich glaube, dass es weit darüber hinausgeht. Und ich sage das nicht nur, weil ich jetzt Arzt bin. If you're conscientious, that means you follow through. Wenn man gewissenhaft ist, wenn man pflichtbewusst ist, das bedeutet, dass man am Ball bleibt. You do what you say. Man tut auch das, was man sagt. You don't cut corners. Man versucht nicht irgendwelche Abkürzungen zu nehmen. You're thorough. Man ist gründlich. You complete what you start. Das, was man angefangen hat, das macht man auch fertig. And that not only was helpful for their success in life, but it made them live longer. Und das hat eben nicht nur dazu beigetragen, dass sie im Leben einfach erfolgreicher waren, sondern es hat ihre Lebensdauer verlängert. Eine Frage? Yes. Okay, here's a question about the vitamins A, C and E. Do we have to take them every day? Is it necessary to take them every day? Diese Vitamine A, C und E, ist es notwendig, sie jeden Tag zu nehmen? What I was sharing is that I do not advocate supplements. Ich habe natürlich gesagt, dass ich persönlich jetzt nicht empfehle, diese Ergänzungsmittel zu nehmen.
I advocate that you should get the vitamin A and C and E and selenium from food and Sondern- not from pills. Sondern mein Rat ist, dass man dieses Vitamin A, C und E und das Selen in Form von Nahrungsmitteln zu sich nimmt und nicht in Form von Pillen. Because the literature on supplementation is sometimes good, sometimes bad. Denn die Literatur, die sich mit diese Studien, die wir haben, die sich mit diesem Thema Vitamine befasst, hat manchmal positive Ergebnisse und aber auch negative Ergebnisse. Okay, die Frage bezieht sich eben nicht nur auf Ergänzungsmittel, sondern auch auf Nahrungsmittel. Ist es wichtig, dass ich jeden Tag diese ACES in irgendeiner Form zu mir nehme? So independently if it's a pill or if it's a supplement or if it's food, do we need to have it in our intake every day? So Absolutely. including food. Absolutely. Ja, Yeah, most also- of those vitamins are water soluble, so Also es ist ganz wichtig, they're dass man hard to sie- store. They're hard to store, if that makes Es sense. ist ganz wichtig, dass man diese Stoffe jeden Tag zu sich nimmt, denn die meisten dieser Vitamine sind wasserlöslich. Das bedeutet, dass sie nicht gut gespeichert werden können. So yes, the answer is Also die Antwort have them ist every ein day. definitives Ja. Yes. Wie wirkt sich Zucker auf den Stoffwechsel, auf die Lebenserwartung und auf die Ernährung aus? What impact does sugar have on your metabolism, on your longevity and on your, was war das dritte? Nutrition. Well, refined sugar is, I assume, what you're talking about. Ich denke, Sie meinen raffinierten Zucker. Like white sugar, Also weißer things Zucker. like that. Ja. The problem with empty calories, like white sugar, Das Problem mit leeren Kalorien, wie weißer Zucker zum Beispiel is you still have to run things like the Krebs cycle for digestion. ist, dass man für die Verdauung den Krebszyklus braucht. And it depletes your body of B vitamins. Und durch diesen Zyklus werden dem Körper B-Vitamine entzogen. And in fact, you can see the example of that. Und man kann also ein Beispiel dafür sehen. The classic example of empty calories is alcohol. Das klassische Beispiel für leere Kalorien ist Alkohol. In fact, there's been legislation that they may supplement alcohol with B vitamins. Did you know that? I didn't get that. Oh, okay. Yeah. Es gibt also Gesetze, they're already there? No, they're not there. They're thinking about it. Ah, okay. Man denkt also darüber nach, Gesetze zu erlassen, dass man Alkohol, also Whisky oder dergleichen, dass man dort Ergänzungsmittel reintut, nämlich Vitamin B. Because if you eat a lot of empty calories, you get vitamin B deficiency. Denn wenn man eine ganze Menge von leeren Kalorien zu sich nimmt, dann kriegt man einen Vitamin B-Mangel. And that's any type of empty calories. Und das betrifft jede Art von leeren Kalorien. So theoretically, if you ate too much refined sugar, you would deplete your body eventually of B vitamins. Das heißt theoretisch, rein in der Theorie, wenn man zu viel weißen Zucker isst, dann entzieht man seinem Körper Vitamin B. Und man Also, würde ihn vollständig von The Vitamin B. way your body processes it creates problems. Auch die Art und Weise, wie der Körper weißen Zucker verdaut, bewirkt Probleme. What does sugar come from? Woher kommt Zucker? Beets or cane, generally. Sugar beets or sugar cane, Zuckerrüben oder Zuckerrohr. right? And sugar beets are good for you. Und Zuckerrüben an und für sich sind gut für den Menschen. Sugar cane is good for you Zuckerrohr ist auch gut. if you eat the beet, Wenn man die ganze Rübe isst und if you eat the cane, wenn man das ganze Zuckerrohr isst. right? But when you refine something, there is actually a linear relationship to how your body processes the sugar. Aber wenn man es raffiniert, dann gibt es eine lineare Beziehung darüber, wie der Körper das metabolisiert. If you have 100 calories of an apple, Wenn man 100 Kalorien zum Beispiel hat in einem Apfel, 100 calories of applesauce, 100 Kalorien in Apfelmus 100 calories of apple juice, oder 100 Kalorien in Apfelsaft, and I can show you the glucose and insulin curves for those three foods. und man dann vergleicht für diese drei Lebensmittel, wie die Insulinkurve ist und wie die Glukosekurve ist, also der Zuckerspiegel. If you eat the apple, Wenn man den Apfel isst, it is a slow rise and a Da- slow fall. sieht man, dass also der Zuckerspiegel, also der Anstieg von Glucose und von Insulin langsam hochgeht und langsam wieder runtergeht. What do you think happens with the applesauce? Was glauben Sie passiert, wenn man jetzt Apfelmus isst? It's a little bit steeper Wir and haben a little bit steeper einen fall. etwas steileren Anstieg und einen steileren Abfall wieder. What about the apple Und wie juice? steht's mit Apfelsaft? Yeah, it's a little bit steeper on both Noch- sides as well. Und wir haben auf beiden Seiten Auf- und Abstieg wieder noch eine Steigerung. Es Now, wird I'm not steiler. saying that juice is evil, Und ich sage damit nicht, dass Saft etwas Schlechtes ist. but what is the difference in those three curves, in Aber those three products? was ist der Unterschied bei diesen drei Produkten?
The fiber, exactly. It's just the fiber. Der Unterschied sind die Ballaststoffe, When you die remove Faserstoffe. the fiber from any food, Wenn man, egal welches Nahrungsmittel isst, man die Ballaststoffe rauszieht, you spike the glycemic index of the dann wird der food. glykämische Index eines Nahrungsmittels dadurch stark erhöht. The sugar is quick in, quick out. Das heißt, der Zucker geht ganz schnell rein und ganz schnell wieder raus. And the problem with that is when you absorb calories too fast, your body tends to convert it to fat too fast. Und das Problem ist, dass wenn der Körper Zucker zu schnell resorbiert, dann verwandelt er den Zucker in Fett. So I recommend that people eat whole plant foods. Und deswegen empfehle ich, dass wir Pflanzennahrung essen, aber vollständig. Because fiber is good for you. Denn Ballaststoffe sind gut für uns. Not just good for your glucose management, Nicht nur, wenn man jetzt die Glucose in den Griff kriegen will, den Zucker, but if you're eating high fiber grains in the morning, you get a benefit of longevity as well as glucose management. sondern wenn wir zum Beispiel morgens ein gutes Frühstück essen, wo wir viel Ballaststoffe haben, There's lots, mit there's Getreide, lots dann more haben wir eben harms. nicht nur Probleme, nicht nur unsere Glucose besser im Griff, sondern wir haben eben auch die Langlebigkeit. There's lots more harms to sugar, and I can probably talk to you out there. It raises your triglycerides. Es gibt noch eine ganze Menge mehr Probleme mit Zucker und wir können draußen noch mehr darüber sprechen. Also die Triglyceride werden erhöht, It destroys your teeth. die Zähne gehen kaputt. And so there's a lot of problems with sugar. Das heißt, wir haben eine ganze Menge Probleme mit weißem But Zucker. if you like sugar, if you like sweet things, Aber wenn man gerne süße Sachen isst, then eat fruit. dann kann man auch Früchte essen. It's wonderful. Das ist eine ganz tolle And it's Nahrung. loaded with antioxidants. Und wir haben ganz viele Antioxidantien darin. One more question. Noch eine Frage. Okay. Ich wiederhole die Frage mal. Wie steht es mit Vitamin D? Es wird jetzt in letzter Zeit sehr stark empfohlen von Ärzten, das hoch zu dosieren, zum Beispiel 25.000 Einheiten pro Woche. What about vitamin D? Lately, doctors recommend to have a high intake of vitamin D, like 25,000 units per week. What do you think about that? Vitamin D, if you are deficient, Wenn man also Yes. einen Vitamin D-Mangel hat, ja. vitamin D, if you're deficient, like if you get a blood test, I've seen some people in the single digits, like an 8 or 7. That's really bad. Wenn man also jetzt eine Blutuntersuchung hat und festgestellt wird, dass man wirklich einen Vitamin D-Mangel hat. Ich habe zum Beispiel Patienten gesehen, die hatten Vitamin D-Werte im einstelligen Bereich, also was weiß ich, 7 Einheiten oder 8. So I recommend that if you're low on the lab test, absolutely take the supplement. Das heißt, wenn man also durch eine Laboruntersuchung feststellt, dass man einen Vitamin D-Mangel hat, dann empfehle ich absolut, dass man da ein Ergänzungsmittel nimmt. But I think, this isn't a lecture on vitamin D, but I think our thinking about vitamin D is off. Ist off. We're incorrect in our thinking. Wir haben natürlich jetzt heute im Vortrag nicht das Thema Vitamin D, aber ich möchte einfach nur sagen, dass unsere Vorstellung von Vitamin D oder unser Denken, unser Wissen wir sind nicht auf der richtigen Linie mit Vitamin D. Wir For haben nicht die many, richtigen many Vorstellungen. years, the requirement for vitamin D was 400 international units a day. Über viele Jahre hat man die Empfehlung gegeben, dass man 400 Einheiten Vitamin D, internationale Einheiten pro Tag zu sich nehmen sollte. Now they've changed it to 800 and then maybe 1,000. Und man hat heute die Empfehlung verdoppelt, 800 und man sagt vielleicht sogar 1000. But do you know that your body can manufacture vitamin D? Aber wussten Sie, dass Ihr Körper selbst Vitamin D herstellen kann? And when you take it as a pill, it can become toxic. Und wenn man es als Pille zu sich nimmt, kann es auch giftige Auswirkungen haben. But when you make it in your body, it never can become toxic. Aber wenn man das Vitamin D selbst im Körper herstellt, ist es nie toxisch. And how many of you know how your body makes vitamin D? Wie viele von Ihnen wissen, wie der Körper Vitamin D produziert? It's the sunshine. Durch die Sonne. But watch this. If I expose myself to sunshine Aber schauen Sie mal, wenn ich mich selbst dem Sonnenlicht aussetze and I'm only wearing my birthday suit, und ich nur mein Geburtstagskleid anhabe, so wie ich auf die Welt gekommen and I bin, lay out in the sun und ich dort so in der Sonne liege, just for 1 hour, nur eine Stunde lang, how many international units
can my body synthesize? Wie viel internationale Einheiten kann mein Körper dort And remember, synthetisieren? the whole day's requirement is 400 or 800. Some people maybe say 1,000. Und denken Sie dran, der Tagesbedarf ist 400 internationale Einheiten oder 800 oder vielleicht 1000. Any guesses? Irgendwelche Vorschläge? It's 10,000 units an hour. In einer Stunde 10.000 internationale Einheiten. Very good. Sehr gut. So my thought is, why are we thinking like 400 a day? Mein Gedanke ist deswegen, warum denken wir in Größenordnung von 400 pro Tag? I think the requirement is way too low. Ich glaube, dass diese Zahlen viel, viel zu niedrig sind. If you are outside just for an hour Wenn Sie nur eine Stunde draußen sind and your body itself can synthesize 10,000 units und der Körper in dieser Zeit selbst 10.000 Einheiten produzieren kann, with no toxicity, ohne irgendwelche toxischen Nebenwirkungen, I think our thinking is off. dann glaube ich, dass unser Denken in Bezug auf Vitamin D falsch ist. Ich beginne mit der ersten. Welche Hinweise für eine vegane Kinderernährung kannst du geben, Tim? We received exactly one question in three parts. So what hints could you give us, what clues for a vegan nutrition for children? So children can eat vegan just like adults. Kinder können problemlos vegan essen, genau wie Erwachsene. You just want to make sure that children get a sufficient variety. Es ist einfach nur wichtig, dass Kinder eine große Vielfalt haben beim Essen. And it's not variety at one meal, but it's variety over time. Und das bedeutet nicht, dass man in einer Mahlzeit diese Vielfalt haben muss, sondern einfach über einen bestimmten Zeitraum eine große Vielfalt an verschiedenen Nahrungsmitteln. Fruits, vegetables, Früchte, Gemüse, whole grains, beans, Vollkorn, nuts. Getreide, Hülsenfrüchte, Bohnen, Nüsse. Now I assume that this child is not an infant because of course it is not good to be vegan when you're an infant because milk is the best food, right? Your mother's milk. Ich gehe mal davon aus, dass sich das hier auf ein Kind bezieht, was kein Säugling ist. Es geht hier um etwas ältere Kinder, denn für einen Säugling wäre eine vegane Ernährung nicht gut, sondern für einen Säugling ist die beste Nahrung Milch, nämlich die Muttermilch. Every time the American Academy of Pediatrics meets, they lengthen the benefit for breastfeeding. Jedes Mal, wenn die amerikanische Gesellschaft für Pädiater, also für Kinderärzte sich trifft, dann wird die Periode, die sie genannt haben, wo es gut ist, dass ein Kind gestillt wird von der Mutter, dann wird diese Periode ein bisschen verlängert. Also noch länger stillen ist gut. And it's more than just nutrition now. Und es geht jetzt um mehr als nicht nur rein die Ernährung. They've shown a correlation between a healthy immune system and breastfeeding. Man hat also gezeigt, dass es dort Verbindungen gibt zwischen einem gesunden Immunsystem und dem Stillen. In fact, even food allergies are related to breastfeeding or not. Man hat also auch herausgefunden, dass Nahrungsmittelallergien damit zusammenhängen, ob ein Kind gestillt wird oder And nicht. there are several studies now even showing a difference in IQ in breastfeeding and bottle feeding. Und es gibt inzwischen etliche Studien, die gezeigt haben, dass es sogar einen Zusammenhang gibt, wie hoch der IQ eines Kindes ist, ob es gestillt wurde oder nicht. For little children, breast is best. Das heißt, für kleine Kinder gilt einfach, Brust ist das Beste. Okay, vielen Dank dafür. Wie sieht's aus mit den Zwischenmahlzeiten? Häufig wird gesagt, dass vielleicht 3 Mahlzeiten am besten wären, was vielleicht für Kinder zu viel wäre, zu große Abstände. Wie sieht's demnach aus bei kleinen Kindern mit Zwischenmahlzeiten? So how about in between meals for little children? Maybe you would say if you have 3 big meals, the time period between 2 meals is too long for a little child. What would you say about the frequency of meals during the day for little children? What we found with increased snacking is not good. Wir haben herausgefunden, dass je mehr man Zwischenmahlzeiten hat, dass es einfach nicht gut ist. Most people are aware of the dental literature about dental caries and snacking on sugary things. Die meisten Menschen kennen das, was so geschrieben wird im Zusammenhang mit Zahnmedizin, dass es eben nicht gut ist für die Zähne, wenn man zwischendurch Snacks nimmt. But just recently, they've come out with something that's very startling. Aber vor kurzem hat man dann etwas festgestellt und das ist sehr überraschend. They have found that it doesn't really matter what you're snacking on, even if it's healthy snacks. Man hat herausgefunden, dass es ganz völlig unabhängig ist, was man zwischendurch isst, selbst wenn man gesunde Sachen zwischendurch isst. There is a flow in the teeth. There's a flow from inside the tooth
through the dentin to the outside. And that actually is what keeps you from getting cavities. There's an inward to outward flow of fluid. Man hat festgestellt, dass dort ein Fluss stattfindet von innerhalb des Zahns nach außen, also durch das Dentin hindurch. Und dieser Fluss, dieser Flüssigkeitsfluss, der dort stattfindet, hat etwas zu tun mit dem Schutz vor Karies. And they used to think that fluid was stopped by sugary substances, but now they've found that it's any food. As long as you are eating it between meals, it shuts down that flow. Und bis vor kurzem hatte man gedacht, dass es vor allen Dingen die zuckerhaltigen Nahrungsmittel sind, die diesen Fluss, der dort stattfindet, zum Stoppen bringen und dass dadurch eben Karies entstehen kann. Aber inzwischen hat man herausgefunden, dass jedes Nahrungsmittel, auch gesunde Nahrungsmittel, diesen Fluss innerhalb des Zahnes zum Stoppen bringen, wenn man zwischen den Mahlzeiten isst und deswegen die negativen Auswirkungen dort sind. So they have found that once you have waited about 3 or 4 hours, the flow starts up again. Und man hat dann herausgefunden, wenn man 3 bis 4 Stunden gewartet hat, dass dann dieser Fluss wieder in Gang kommt. So they recommend that you don't snack between meals now. Die Empfehlung lautet also gar keine Zwischenmahlzeiten. There's other literature on children about delayed gratification. Delayed what? Delayed gratification. Satisfaction from the meal or what? Having the ability to not get what you want now. Ah, That's okay. what that means. I get it. Ja. Also man hat andere Studien gemacht im Zusammenhang damit, dass Kinder nicht immer sofort befriedigt werden müssen. Das, was sie haben wollen, nicht immer sofort bekommen müssen. Eating at regular times develops self-control. Wenn man ganz bestimmte regelmäßige Mahlzeiten hat zu einer bestimmten Zeit, dann fördert das die Selbstkontrolle des They Kindes. did a study with marshmallows. Man hat eine Studie durchgeführt mit Marshmallows. And these were little children, like maybe 1, 2 years old, very young. Und zwar mit sehr jungen Kindern, vielleicht 1, 2 Jahre alt. And they put a marshmallow on a plate and they put it in front of the child. Und man hat einen Marshmallow auf einen kleinen Teller gelegt und direkt vor das Kind gestellt. And they said, you can eat the marshmallow now if you want. Und sie haben dem Kind gesagt, du kannst den Marshmallow jetzt essen, wenn du es möchtest. But if you wait until I come back, I'll give you 2. I give you what? 2. Aber wenn du wartest, bis ich zurückkomme, dann kriegst du 2 Marshmallows. And they measured the amount of time the child could resist eating the marshmallow. Und sie haben dann die Zeit gemessen, wie lange ein Kind in der Lage war, wirklich zu widerstehen, nicht diesen Marshmallow zu essen. And they found that length of time was directly correlated to success on all levels of their life in Und the sie future. haben festgestellt, dass die Dauer dieser Zeit, wie lange ein Kind in der Lage war zu widerstehen, direkt korreliert war mit ihrem Erfolg im Leben, in jeder Hinsicht. And we're not just talking about diet. Und da sprechen wir nicht nur über Ernährung, sondern Erfolg in anderen Bereichen. They showed success in their marriages, Sie haben Erfolg gehabt in ihren Ehen, in schooling, in der Schule, economic, wirtschaftlich and even like avoiding going to jail. und selbst wenn es darum geht, dass sie keine Dinge tun, die sie ins Gefängnis bringen könnten. We don't want to encourage our children to just, okay, whenever you want something, you just go get it. Wir wollen ja nicht unsere Kinder dahin führen, dass egal was du willst, wenn du irgendwas willst, du kriegst es sofort. And in fact, we look at point number 9. Und wenn wir uns hier den Punkt Nummer 9 anschauen, There were people yesterday that said, you didn't go through all the points in detail. gestern waren dort Personen, die gesagt haben, sie haben nicht alle Punkte dort im Detail beschrieben. And they have found not just a benefit like to your nutritional status, but to your actual longevity for regular habits. Und man hat festgestellt, dass wenn man regelmäßige Gewohnheiten hat, das nicht nur das positive Auswirkungen hat auf unseren Ernährungszustand, sondern dass das Auswirkungen hat auf unsere Langlebigkeit insgesamt. Regular times of eating, Regelmäßige Zeit fürs Essen, sleeping, Schlafen, physical activity. körperliche Aktivität. Those are the 3 main categories that if you have a schedule, you are not only going to enjoy greater health, but longer life. Das sind also die 3 Punkte, wo es wichtig ist, wenn wir dort einen regelmäßigen Rhythmus haben, einen Tagesablauf, dass wir da nicht nur, not only what? Not only better health, but Dass wir longer nicht nur life. eine bessere Gesundheit haben, sondern dass wir ein längeres Leben leben. So in our day and age, we're just fast food, we just grab something along the way, right?
Und in diesem hektischen Zeitalter, in dem wir leben, da sind wir immer auf Trab und wir greifen uns einfach irgendwas auf dem Weg zum Essen. Oh, I got a few minutes on the plane. Let me try to take a nap. Ich habe noch ein paar Minuten hier auf dem Flugzeug, lass mich mal eben ein kleines Nickerchen machen. Oh, that's very unhealthy Das ist ziemlich ungesund. because your body has a number of biorhythms, not just your circadian rhythm, not just your sleep-wake cycle. Es gibt in unserem Körper verschiedene Biorhythmen und das ist nicht nur der Zirkadianrhythmus, also der Wach-Schlafrhythmus, sondern andere Rhythmen, die unseren Körper bestimmen. Your body thrives on regularity. Und unserem Körper geht es gut, er gedeiht, er blüht auf, wenn wir regelmäßig Dinge tun. If you're eating on a regular schedule, when that time comes around, you'll find that even your mouth starts to water, and your Wenn wir tummy also- starts to move. It's getting ready to eat. Wenn wir also wirklich ganz regelmäßige Mahlzeiten haben, dann merken wir, wenn wir kurz davor sind, dass jetzt die nächste Mahlzeit dran ist, dass unser Körper reagiert, dass unser Mund, dass der Speichel anfängt zu fließen und dass der Magen sich anfängt zu bewegen. Der Körper weiß, jetzt kommt was, er ist bereit dafür. So your body thrives on regularity. Das heißt, unserem Körper geht es wirklich gut, wenn wir die Dinge regelmäßig tun. Not just when you're older, but when you're younger too. Und natürlich nicht nur, wenn wir älter werden, sondern auch, wenn wir jünger sind. In fact, I would say the habits you establish before the age of 6 will stick with you forever. Ich würde sogar sagen, dass die Gewohnheiten, die man sich erworben hat, bevor man 6 Jahre alt wird, die bleiben einem fürs ganze Leben erhalten. Noch ein Aspekt der Frage mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Hülsenfrüchte wurden erwähnt. Wir wissen, Hülsenfrüchte sind eine gute Quelle für Proteine, Aminosäuren. Und wie sieht es da bei Kindern aus, weil sie auch blähen? You mentioned Legumes. Beans. legumes, beans and peas and lentils and so on. Now, would you recommend them like they're inside products, or because they also bloat, metabolism Gas and so and on, gas? Is that a problem for little children? There are certain carbohydrates in legumes that gibt in are Hülsen- often undigested, and the bacteria eat the carbohydrates and produce the gas. Es gibt bestimmte Kohlenhydrate in den Hülsenfrüchten, die unverdaut bleiben und die Bakterien, die dann diese Abbau... Say it again. What do the bacteria do? They break down the carbohydrates and they produce methane, they Ja, produce okay. the Und es gas. gibt bestimmte Bakterien, die dann diese Kohlenhydrate verdauen und dadurch entstehen Gase, die diese Bakterien produzieren und das führt dann dazu, dass der Bauch gebläht ist bei den Hülsenfrüchten. But there's a lot of ways to avoid that. Aber es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, wie man das vermeiden kann. You can soak the beans Man before you kann cook them. also die Bohnen zum Beispiel einweichen, bevor man sie kocht. And how many of you know about sprouting beans? Und wie viele von Ihnen haben schon von Keimen gehört, dass man Wow. also Bohnen keimen kann, dass man That's Sprossen amazing. macht. I think this is the largest number I've seen know about sprouting. Also das ist wirklich ganz erstaunlich. Ich glaube, das war in meinem Publikum bis jetzt die größte Anzahl von Personen, die sich mit Sprossen auskennen. So that actually is an easy way to cut down on the gas and the indigestibility of beans or seeds. Also wenn man jetzt die Hülsenfrüchte keimt, ist es eine der besten Möglichkeiten, wie man diese Bildung von Gas, von Blähung vermeiden kann. And kids love it. Und Kinder essen sehr gerne Sprossen. They're like, oh, it's growing, a little sprout. Und sie gucken das an und sagen, guck mal, da kommt so ein kleiner Keim raus, da wächst was. Yeah, if they have their own little name on the cup with the sprouts on it, Und wenn sie da auf diesem Glas, wo die Sprossen wachsen, da so ihren eigenen Namen drauf haben, they'll look forward to eating their sprouts. dann freuen sie sich darauf, dass sie endlich so weit sind, dass sie die Keime dort essen können. Wunderbar, vielen Dank an euch beide. Ich darf euch noch mal kurz bitten, Platz zu nehmen. Okay, we sit.